Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Hamster im hinteren Stromgebiet. Roman ist der 5. Band der beliebten Buchreihe. Alle Toten fliegen hoch von Joachim Meyerhoff. In diesem Werk widmet sich der Autor erneut seinen eigenen Erfahrungen und Erlebnissen, die er mit einer klugen Mischung aus Humor, Tragik und Selbstironie erzählt. Meyerhoff, seines Zeichens Schauspieler und Schriftsteller, nimmt die Leser mit auf eine Reise in seine persönliche Vergangenheit, wobei er zentrale Themen wie Familie, Vergänglichkeit, Krankheit und den Umgang mit existenziellen Krisen in den Mittelpunkt stellt. Der Titel des Romans spielt auf die humorvoll absurde Art an, mit der Meyerhoff selbst in den dunkelsten Momenten des Lebens noch einen Funken Leichtigkeit und Lebensfreude findet. Insbesondere beschäftigt sich dieser Band mit den Herausforderungen und Erschütterungen, die eine schwere Krankheit mit sich bringt, und wie diese das eigene Selbstverständnis, die Beziehungen zu anderen und den Blick auf das Leben verändern können. Wie schon in den Vorgängerbänden zieht Meyerhoff auch diesmal wieder alle Register seiner erzählerischen Kunst. Aus alltäglichen Beobachtungen schafft er intelligente und tiefgründige Passagen, die sowohl berühren als auch zum Schmunzeln bringen. Das Buch ist ein weiterer Beweis für Meyerhoffs Fähigkeit, scheinbar banale Momentaufnahmen zu universellen Einsichten über Liebe, Verlust und Hoffnung zu verdichten und lädt die Leser zum Nachdenken, Mitfühlen und Lachen ein. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Konfrontation mit der eigenen Krankheit. Eines der zentralen Themen des Romans ist die plötzliche und unerwartete Begegnung des Ich-Erzählers mit einer schweren Krankheit. Meyerhoff schildert, wie schnell das Leben aus seiner gewohnten Bahn geworfen werden kann und mit welchen Ängsten, Unsicherheiten und existenziellen Fragen man als Betroffener konfrontiert wird. Intensive Krankenhausaufenthalte, medizinische Eingriffe sowie die Ohnmacht und das Ausgeliefertsein gegenüber dem eigenen Körper rücken ins Zentrum der Erzählung. Der Autor beleuchtet dabei nicht nur die körperlichen Herausforderungen, sondern legt auch besonderes Augenmerk auf die psychischen Belastungen, die mit einer solchen Diagnose einhergehen. Diese Passagen bieten wertvolle Einblicke in den Umgang mit Krankheit, Schmerz und der eigenen Verletzlichkeit. Zweitens: Familie als Rückhalt und Herausforderung. Die Rolle der Familie wird in Hamster im hinteren Stromgebiet vielschichtig dargestellt. Während familiäre Bindungen in schwierigen Zeiten Halt geben können, zeigen sich auch Spannungen, Missverständnisse und Brüche. Der Protagonist muss sich seinem Elternhaus, seiner Partnerschaft und seinem eigenen Kind stellen, wobei alte Muster, Verletzungen und Erwartungen wieder zum Vorschein kommen. Meyerhoff beschreibt honest und einfühlsam, wie Familienmitglieder unterschiedlich auf Krisen reagieren, wie Anteilnahme, manchmal aber auch Hilflosigkeit und Überforderung entstehen. Das Buch verdeutlicht, dass Familie sowohl Zuflucht als auch Herausforderung sein kann und stellt die Frage, wie man trotz aller Vergangenheit immer wieder zueinander findet. Drittens: Humor und Selbstironie als Bewältigungsstrategie. Trotz der ernsten Thematik gelingt es Meyerhoff, durch pointierten Humor und eine gehörige Portion Selbstironie Leichtigkeit in die Erzählung zu bringen. Er beschreibt komische Situationen im Krankenhaus, absurde Dialoge mit Ärzten und Mitpatienten und groteske Erlebnisse rund um seine Krankheit. Diese humorvollen Episoden sind nicht nur unterhaltsam, sondern zeigen auch, wie wichtig es ist, sich selbst und das Leben in Krisenzeiten nicht zu ernst zu nehmen. Lachen wird hier zur Überlebensstrategie und zum Ventil für Angst, Unsicherheit und Schmerz. Der Humor im Roman ermöglicht es den Lesern, trotz bedrückender Themen Hoffnung zu bewahren und einen positiven Blick auf die Dinge zu behalten. Viertens: Vergänglichkeit und Sinnsuche. Die Konfrontation mit der Endlichkeit des Lebens durchzieht alle Ebenen des Romans. Meyerhoff reflektiert über das Älterwerden, die vergehende Zeit und die Frage, was im Leben wirklich zählt. Die Auseinandersetzung mit Krankheit und Tod zwingt den Erzähler und damit auch die Lesenden dazu, über Prioritäten, Beziehungen und Lebensentwürfe nachzudenken.
Oft hinterfragt Meyerhoff das Festhalten an Routinen und Angewohnheiten, die plötzlich als belanglos erscheinen. Der Roman motiviert dazu, das Leben bewusster wahrzunehmen, die Gegenwart zu genießen und neue Antworten auf existenzielle Fragen zu finden. Schließlich die Stärke alltäglicher Momente. Ein beständiges Motiv im gesamten Roman ist die Bedeutung von Alltäglichkeit und kleinen, scheinbar unspektakulären Momenten. Meyerhoff beschreibt genaue Beobachtungen aus dem Krankenhausalltag, Begegnungen mit Pflegern, Essen am Bett, kurze Gespräche oder das Lauschen auf Geräusche. Diese kleinen Sequenzen gewinnen gerade in existenziellen Krisen an Bedeutung, weil sie Halt und Geborgenheit schenken oder einen Bezug zur Normalität herstellen. Über den scheinbar banalen Alltag erzählt Meyerhoff warmherzig, humorvoll und empathisch und zeigt, wie viel Kraft in gewöhnlichen Augenblicken stecken kann. Zusammenfassend: Hamster im hinteren Stromgebiet ist ein Buch für alle, die sich mit existenziellen Fragen beschäftigen oder nach einem einfühlsamen, humorvollen und optimistischen Umgang mit Krisen suchen. Besonders Lesende, die selbst oder in ihrem Umfeld mit Krankheit, Verlust oder Veränderungen konfrontiert sind, werden sich in Meyerhoffs ehrlich beschriebener Erfahrung wiedererkennen. Auch Liebhaber von Familiengeschichten und biografischer Literatur kommen dabei auf ihre Kosten, denn der Roman eignet sich durch seinen erzählerischen Tiefgang ebenso für Leser, die gehobene, lebensnahe Literatur schätzen. Meyerhoffs unverwechselbarer Stil, seine Fähigkeit, auch im Ernst die Komik des Menschseins zu sehen, bietet gegenüber vielen anderen Büchern einen klaren Mehrwert. Während andere Werke sich ausschließlich auf Tragik fokussieren oder nur oberflächliche Unterhaltung bieten, überzeugt Hamster im hinteren Stromgebiet mit einer ausbalancierten Mischung aus Nachdenklichkeit und Leichtigkeit. Es motiviert, das Leben trotz aller Widrigkeiten mit Humor und Offenheit zu betrachten. Wer dieses Buch wählt, findet eine literarische Begleitung, die Trost spendet, zur Reflexion anregt und Mut macht, auch in schwierigen Zeiten nicht den Blick für das Schöne im Alltag zu verlieren. Deshalb ist es eine wertvolle Investition in die eigene Lebenskunst und ein Muss für alle, die Bücher mit Herz und Verstand schätzen. Wenn Sie unterstützen möchten, Joachim Meyerhoff, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.